Die wissenschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen, insbesondere der Physik, Chemie, Biologie, Medizin und Informatik, hatten in den letzten Jahrzehnten gewaltige Auswirkungen für die Menschen und ihre Umwelt. Die Frage nach der Verantwortung für die Folgen dieser Forschungen haben heute demzufolge eine viel größere ethische Bedeutung als noch vor 100 Jahren. Verantwortung ist ein ethischer Schlüsselbegriff der modernen technologischen Zivilisation. Aber was bedeutet Verantwortung überhaupt? Im Begriff Verantwortung steckt das Wort Antwort. Der Begriff wurde ursprünglich vor allem in der Rechtsprechung verwendet. Dort meinte Verantwortung die Antwort des Angeklagten auf eine Anklage, seine Erklärung für ein bestimmtes illegales Handeln und dessen Folgen. Verantwortung zu übernehmen bedeutet ganz allgemein, vernünftig auf die Frage nach dem Handlungsgrund antworten zu können. Man muss also für sein Handeln Rechenschaft ablegen, es rational gegenüber anderen begründen. Je nach Sphäre oder Situation unterscheidet man zwischen juristischer, moralischer, sozialer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, politischer, medialer oder religiöser Verantwortung. Aber wer verantwortet eigentlich was und vor wem? Der Begriff der Verantwortung ist ein mehrstelliger Begriff mit mindestens 3 Dimensionen. Klassisch werden 3 Dimensionen der Verantwortung unterschieden, die man mit folgender Frage zusammenfassen kann. Wer verantwortet was, wovor? Bei der Frage, wer Verantwortung übernehmen soll, geht es um das Verantwortungssubjekt, den Akteur. Als Verantwortungssubjekt kommt jedes moralische Subjekt in Frage, das frei, also selbstbestimmt, autonom über seine Handlung entscheiden kann. Damit ist also jeder zurechnungsfähige Mensch gemeint. In der traditionellen Verantwortungsethik können nur individuelle Personen Verantwortungssubjekte sein. Mittlerweile wird auch Kollektivakteuren wie Institutionen und Organisationen Verantwortung zugeschrieben. Charakteristisch für individuelle Verantwortung ist, dass eine Person die Verantwortung allein trägt. Die Zuordnung der Verantwortung ist somit eindeutig und schnell herzustellen. Der Grad der Verantwortung kann schnell definiert werden. Charakteristisch für kollektive Verantwortung ist, dass viele Personen Verantwortung tragen. Die Zuordnung von individueller Verantwortung ist daher schwierig. Die Hierarchie innerhalb von Gruppen erzeugt unterschiedliche Grade der Mitverantwortung, je nach Rolle und Aufgabenbereich. Die Grade der Verantwortung innerhalb von Gruppen und hierarchischen Strukturen sind schwer festzustellen und festzulegen. Das Verantwortungsobjekt, der Verantwortungsbereich, bezieht sich auf die Frage, was verantwortet wird. Verantwortlich ist jemand für seine Handlung und die daraus resultierenden, intendierten und nicht intendierten Folgen und Nebenfolgen. Das Verantwortungsobjekt ist also eine Handlung und ihre Folgen für andere. Der Verantwortungsbereich umfasst darüber hinaus auch Unterlassungen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Unfallopfer aufgrund einer unterlassenen Hilfeleistung stirbt. Handlung und Folgen können auch als 2 getrennte Dimensionen betrachtet werden. Das Was entspräche dann der Handlung und das Wofür ihren Folgen. In Bezug auf die Folgen einer Handlung oder Unterlassung stellen sich mehrere Fragen. Für welche Folgen trage ich Verantwortung? Sind Absicht und Absehbarkeit Bedingungen, um verantwortlich zu sein? Darf ich überhaupt handeln, wenn die Folgen unabsehbar sind? Verantwortung ist ein dialogisches Prinzip. Das Verantwortungssubjekt verantwortet sich vor einer Instanz. Es kann sich hierbei um formelle Institutionen wie zum Beispiel Gerichte oder auch informelle Institutionen wie Gott, das eigene Gewissen, die Gesellschaft, die Menschheit, die außermenschliche Natur handeln. Neben dem schon erwähnten Wofür als zusätzlicher Dimension der Verantwortung kann man außerdem noch nach dem Wann und dem Warum fragen. Die Frage Wann bezieht sich auf die zeitliche Dimension von Verantwortung. Verantwortung kann passiv retrospektiv sein, im Sinne von verantwortlich gemacht werden für. Verantwortung bezieht sich dann auf die Vergangenheit. Das Verantwortungssubjekt rechtfertigt sich im Nachhinein für eine Handlung bzw. Unterlassung und deren Folgen. Verantwortung kann aber auch aktiv, prospektiv sein.
im Sinne von sich verantwortlich fühlen für etwas. Es geht hier um Begriffe wie Zuständigkeit, Gestaltungs- oder Verhinderungskompetenz, Sorge. Verantwortung bezieht sich dann auf die Zukunft. Das Verantwortungssubjekt übernimmt in dieser Sichtweise aktiv im Vorhinein Verantwortung, indem es zum Beispiel Handlungen mit potenziell negativen Folgen unterlässt. Die wahrscheinlich schwierigste Frage ist die Frage nach dem Warum, also die Begründungsfrage für Verantwortung bzw. die Frage nach dem Verantwortungsmaßstab. Auf die Begründungsfrage für Verantwortung geben unterschiedliche Philosophen ganz unterschiedliche Antworten. Für Kant ist der Mensch verantwortlich, weil er vernünftig und damit autonom ist, weil er einen freien Willen hat. Sartre argumentiert recht ähnlich. Für ihn ist der Mensch zur Verantwortung verdammt. Sein freies Menschsein bedeutet Verantwortung übernehmen können und müssen. Laut Jonas kann der Mensch aufgrund seiner Entscheidungsfreiheit und Fähigkeit zwischen alternativen Handlungsweisen wählen und ist somit verantwortlich für das Tun und Unterlassen von Handlungen. Für Hobbes entsteht Verantwortung aus der Angst vor sozialer Ächtung, vor rechtlicher oder moralischer Sanktion. Für Mill aus Reziprozität, weil ich Verantwortung auch von anderen erwarte. Hume bezeichnet Verantwortung als ein elementares, natürliches Gefühl. Neben solchen philosophischen Begründungen von Verantwortung meint der Verantwortungsmaßstab den normativen Bezugsrahmen von Verantwortung. Verantwortung basiert auf Werten als normatives Orientierungskonzept. Dieser normative Bezugsrahmen liefert die notwendigen Beurteilungskriterien für Handlungen. Verantwortungsmaßstab sind also Werte, Normen, Gebote, Prinzipien. Die Dimensionen der Verantwortung haben sich in der Neuzeit entscheidend verändert. An die Stelle Gottes als Verantwortungsinstanz tritt die Gesamtheit aller vernünftigen Wesen in Gegenwart und Zukunft, immer mehr auch die außermenschliche Natur. Der Verantwortungsbereich wird durch die neuen Technologien massiv erweitert. Zusätzlich erschwert wird dies dadurch, dass die Folgen dieser Technologien unvorhersehbar sind. Auch das Verantwortungssubjekt hat sich stark verändert. Verantwortung kann nicht mehr so leicht Individuen zugeordnet werden. Fallen dir Beispiele ein, wo aufgrund von neuen Technologien eine Zuordnung von Verantwortung gar nicht so einfach ist? Poste deine Ideen gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Dimensionen der Verantwortung und die Begründungsfrage für Verantwortung kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!